Wusstest du, dass ein richtig genussvolles Frühstück aus dem Airfryer so unglaublich einfach und schnell gehen kann? Ich zeige dir heute, wie du herrliche, knusprige Brötchen und ein richtig leckeres Ei aus der Heißluftfritteuse, auch Airfryer genannt, zauberst. Mach es dir gemütlich und bleib dran. Mit diesen leckeren Brötchen fangen wir jetzt an. Das Tolle ist, die kannst du am Abend vorbereiten und am nächsten Tag brauchst du die dann nur noch zu backen. Das ist das ideale Rezept. Dazu habe ich jetzt hier 225 Gramm Weizenmehl, die ich jetzt hier abgewogen habe. Dann kommen 4 Gramm Zucker dazu. Und jetzt brauche ich noch Salz, ca. 5 Gramm. Also das wiege ich mir jetzt hier entsprechend einzeln ab. Das arbeite ich jetzt erstmal jetzt gut durch, damit das schön verteilt ist gleichmäßig. Also gut verrühren immer. So, und jetzt habe ich hier 175 Gramm lauwarmes Wasser. Jetzt habe ich hier meine Trockenhefe. Und das sind so ca. 1,5 Gramm Trockenhefe, die jetzt da dazukommen. Also die habe ich jetzt hier wieder eingewogen. Das Ganze muss jetzt sich gut auflösen. Deswegen rühre ich das jetzt hier auch mal rum und lasse das Ganze jetzt gut auflösen da drin. So, nachdem das jetzt gut aufgelöst ist, kommt das jetzt zur Masse entsprechend jetzt dazu und wird gut durchgearbeitet, durchgerührt, sodass nachher zum Schluss ein geschmeidiger Teig entsteht. Also richtig schön langsam einarbeiten. Du siehst jetzt hier, ich gebe das nicht mehr, habe das nicht gleich mit Eimer reingekippt, sondern immer so etwas und dabei leicht gerührt. Ja, und jetzt muss es wirklich richtig gut durcharbeiten, sodass ein schöner, geschmeidiger Teig entsteht. Danach habe ich es umgefüllt in eine Box. Das ist jetzt der große Vorteil, ja, was ich dir am Anfang schon gesagt habe. Du kannst das jetzt in eine Box umfüllen, weil jetzt kommt das Ganze nämlich für 8 Stunden in den Kühlschrank und nach 8 Stunden kannst du es weiterverarbeiten. Also ideal auch abends fertig machen und am nächsten Morgen die Box aufmachen. Auf die Arbeitsfläche jetzt gerade etwas Mehl geben. Also auch nicht zu viel Mehl habe ich jetzt auf die Arbeitsplatte gegeben. Es hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber nicht zu viel Mehl gleich mit einmal. Lieber etwas nachgeben nachher. Ja, jetzt kannst du ganz einfach die Masse aus der Box rausnehmen. Ja, die Hände nochmal etwas mit Mehl, also das Mehl für die Hände jetzt nochmal dazugegeben. Jetzt habe ich den Teig nochmal gewogen, wie viel Teig ich jetzt insgesamt hatte. Und das teile ich jetzt hier in gleichmäßige Stücke ab. Deswegen hatte ich jetzt immer gewogen, wie viel ein Stück denn nachher zum Schluss haben muss. So konnte ich dann 4 gleichmäßig große Stücke reichen. Ich habe dann noch was abgezupft und dann dazu. Also du machst jetzt 4 gleichmäßig große Stücke daraus, also so 4 Brötchen hat das dann daraus gegeben. So, und die Brötchen werden jetzt nochmal gefalten. Das ist jetzt wichtig bei den Brötchen. Durch das Falten kriegen die nochmal richtig Luft in den Teig rein. Also jetzt einschlagen, falten. Das heißt immer, die werden dadurch elastischer. Das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt bei den Brötchen also machen musst. Und das Ganze mache ich jetzt hier mit meinen 4 Brötchen so. Desto mehr du das machst, desto besser das machst, desto besser werden auch deine Brötchen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt jetzt hier bei den Brötchen. Ja, jetzt habe ich die restlichen 4 Brötchen entsprechend so jetzt auch gefalten. Jetzt siehst du jetzt hier, jetzt rolle ich die Brötchen so auf dieser Arbeitsplatte nochmal aus. Das ist im Prinzip jetzt fast der letzte Schritt, den wir jetzt machen. So, und jetzt habe ich jetzt etwas Chiasamen noch an der Seite und einen Chiasamen wälze ich die jetzt hier noch etwas. Ja, du kannst auch anderes nehmen, je nachdem, wie du die Brötchen nachher noch knusprig oben drüber haben möchtest. Also du kannst verschiedene andere Körner nehmen. Und jetzt habe ich die Brötchen hier von oben auch leicht eingeschnitten. Also siehst du, ich habe die jetzt so über Kreuz eingeschnitten. Und das erste Brötchen ist jetzt im Prinzip so jetzt vorbereitet. Und das habe ich jetzt rüber in den Speedy rein. So, und bei dem nächsten habe ich mir überlegt, dass ich Sonnenblumenkerne nehmen kann. Also ich habe, wie ich schon gesagt habe vorhin, verschiedene zubereitet. Und du siehst, jetzt habe ich den Sonnenblumenkerne, die habe ich jetzt in den Teig direkt mit rein, also nicht bloß oben drüber. Und jetzt falte ich das Brötchen entsprechend hier nochmal, damit die Sonnenblumenkerne gut eingearbeitet sind. So, jetzt wird das Brötchen auch eingeschnitten. Und hier habe ich jetzt nur längs eingeschnitten und jetzt kommt das auch in den Speedy rein. Jetzt ist mein drittes Brötchen dran, auch nochmal etwas schleifen. Und das schneide ich jetzt so direkt ein. Und das Brötchen ist jetzt ohne was weiter in den Speedy gekommen. Und jetzt habe ich mein 4. Brötchen noch, was ich auch nochmal so schleife. Und das habe ich jetzt gar nicht eingeschnitten. Unten habe ich 300 Milliliter Wasser im Topf. Die Brötchen bestreiche ich jetzt nochmal mit Wasser. Das ist mal ganz wichtig, das Brötchen mit Wasser etwas bestreichen. Bei Brötchen brauchst du viel Feuchtigkeit, deswegen ist das ganz, ganz wichtig. So, Dampfbacken habe ich eingestellt, 81 Grad und das Ganze für 20 Minuten. So, die Brötchen sind fertig. Die restlichen 5 Minuten habe ich mal ganz kurz gewendet nochmal. Also nicht ganz fertig waren sie, also vorher nochmal gewendet und die restlichen 5 Minuten laufen lassen.
So, das ist erstes mein Chiasamenbrötchen. Siehst, wie das jetzt lecker aussieht schon mal. Dann habe ich jetzt das zweite Brötchen, das war das, was ganz pur war. Hier jetzt das mit Sonnenblumenkerne. Und zum Schluss das, was ich nochmal zusätzlich mit Wasser eingestrichen hatte. Also du hast jetzt alle 4 Varianten, die ich dir gezeigt habe. Und so sieht es jetzt aufgeschnitten aus. Also richtig lecker, richtig klasse. Und so einfach kannst du sonntags deine Brötchen machen oder jeden Morgen einfach deine Brötchen, je nachdem, wie du Lust und Laune hast auf Brötchen, frische Brötchen. Also richtig super und lecker und klasse geschmeckt. Musst unbedingt mal probieren. Ja, und jetzt habe ich noch einen Tipp für dich. Wenn du kein Ninja Speedy hast, stell eine Wasserschale unten mit bei deiner Heißluftfritteuse rein und dann erzeugst du so eine Art wie Dampfbacken auch und kannst wunderbar die Rezepte verwenden. Ja, und jetzt mach mal ganz leckere Dinkelbrötchen. Das sind so eine ganz kleinen Brötchen. Da habe ich mir was ganz Besonderes mal ausgedacht. Da habe ich mal Herzchenbrötchen gebacken. Schau, hier habe ich jetzt mal auch eins aufgeschnitten. Da siehst du, wie die jetzt von innen drinnen aussehen. Und dann schneide ich ganz gerne die Brötchen auch mit einer Brotschneidmaschine auf und mache mir so eine dünnen Streifen, so eine dünnen Scheiben. Siehst du jetzt, wie das hier ist? Und das ist mal eine andere Variante, mal Brötchen mal zuzubereiten. Siehst du, und das ist jetzt diese knusprige. Ich hoffe, man hört's. Trotz dass mein Mann da wieder Fernsehen guckt. So, heute habe ich ein Experiment vor. Bin mal gespannt, ob das klappt. Dinkelbrötchen ganz einfach. Ich habe ein Päckchen Hefe und habe hier Dinkelmehl und da das 630er. Von den 630er Dinkelmehl brauche ich 380 Gramm. Hier habe ich meine Waage. Da wiege ich jetzt 380 Gramm ab. Jetzt habe ich 380 Gramm Dinkelmehl da drin. Das Päckchen Hefe da drunter. Das Ganze muss ich aber in einer größeren Schüssel reinpacken, merke ich gerade. Denn das wird doch mehr, als ich gedacht habe. Dann probiert, ob die Schüssel überhaupt danach an den Speedy passt. Den Speedy schalte ich mal kurz ein und vom Programm her schalte ich ihn auf Dürren und von der Temperatur 40 Grad. Und so lasse ich ihn jetzt etwas anwärmen. Das vermische ich jetzt erstmal ein bisschen, damit ich das Salz und die Salz, ja, das Salz fehlt noch, 2 Esslöffel Salz, 2 Teelöffel Salz. So, jetzt habe ich hier 300 Milliliter Wasser. Das ist schon leicht erwärmt. Das gebe ich da jetzt rein. Ich habe da jetzt in der Mitte ein Loch gemacht. Jetzt tue ich diese Masse jetzt hier aufrühren. Sachte, sodass sich das gleichmäßig verteilt. Sodass sich das also verbindet. Das soll sich so verbinden, dass zum Schluss keine Klümpchen mehr sind und mehr nicht. Jetzt hoffe ich, dass nicht zu wenig Wasser war. Aber vielleicht langt das so schon. Das ist ein heißes Experiment. Aber das kann sein, dass das so schon langt. So, diese Masse stelle ich jetzt im Speedy und lasse es da drin gehen. Da ist mein Speedy. Da stelle ich das jetzt rein. Und mache den Deckel zu und lasse es da jetzt drin weiterlaufen. So, jetzt habe ich circa eine halbe Stunde das da gehen lassen. Jetzt verteile ich hier etwas Mehl auf die Fläche und hole das Ganze mal da raus. Jetzt teile ich mir den Teig. Hier habe ich so Herzchenförmchen. Und da will ich das versuchen, jetzt da rein zu teilen. Ja. Habe ich jetzt 4 Stück. Sind zwar nicht alle gleich groß geworden, aber das ist jetzt erstmal egal. Jetzt kommt da drüber ein Tuch und da lasse ich die jetzt weitergehen. So, jetzt geht's weiter. Ich habe die Grissplatte hier unten reingetan. Jetzt kommt auch noch Wasser dazu, 300 Milliliter. So, das sind die Brötchen, wie sie inzwischen aufgegangen sind. Ich habe noch ein paar Sonnenblumenkerne oben drüber getan. Hebel hoch, Speedy einschalten, Dampfbacken, 210 Grad. Und insgesamt stelle ich mal 20 Minuten ein. Und ich reduziere das dann aber. Ganz kurz auf meiner Blick da rein. Ja. Schaut gut aus.
Das lasse ich noch laufen. Ich glaube, ich dachte, ich mache das jetzt schon runter, aber nee. Ich lasse jetzt 15 Minuten mit 210 Grad laufen. So, die letzten 5 Minuten laufen an. Jetzt gucke ich nochmal. Jo, schnell wieder zu. Ich nehme die Temperatur jetzt mal runter auf 180 Grad. Ja, so lasse ich die jetzt fertig backen. So, den Timer stelle ich jetzt mal 5 Minuten hoch auf 8 Minuten, damit ich nochmal eingreifen kann, falls es länger bleiben muss, damit ich nicht wieder von vorne anfangen muss. Also ich habe jetzt 5 Minuten zugeschaltet. Wenn es auf 5 steht, mache ich mal auf und gucke, wie die aussehen. Dann werden sie 20 Minuten die backen. Wenn sie noch länger brauchen, lasse ich es noch länger an. So, jetzt werde ich mal aufmachen, also die letzten Sekunden. Ja, ich mache jetzt Folgendes. Ich kann die da ganz gut rausholen. Ich drehe die um. Ja, lasse jetzt die 5 Minuten die so noch fertig backen. So, die letzten Sekunden. Dann sind meine ersten 4 Brötchen fertig. Ich denke, die sehen doch recht gut aus. So, wieder Wasser unten wieder rein. Und hier habe ich jetzt die letzte Schicht Haferflocken oben drüber gemacht. So, wie ihr mich kennt, kann ich natürlich wieder nicht abwarten. Jetzt habe ich auch mal so ein Brötchen aufgeschnitten. Und so sieht das jetzt von innen drin aus. Ja. Also ich denke, das ist was geworden. Kleine, schöne Herzbrötchen aus Dinkel. 3 Zutaten und ruckzuck fertig. Ich probiere jetzt mal noch über Nachtbrötchen, dass die Poren vielleicht noch ein bisschen größer werden, aber es sieht schon mal eigentlich richtig gut aus. So ist die Rückseite und so ist die Vorderseite. Und die hatte ich jetzt mit Sonnenblumenkerne. Also du hast jetzt gesehen, die Dinkelbrötchen hatte ich jetzt mal anders gemacht. Da waren so wie Art Partybrötchen geworden. Ja, ich habe auch ein Buch, wo Partyrezepte und dergleichen drin sind. Und da war ich auf die Idee gekommen, das mal so auszuprobieren. Du siehst, es hat super geklappt und so einfach hast du mal andere Brötchen zubereitet. Ja, und da ich auch immer wieder gefragt wurde, wie klappen Tiefkühlbrötchen, habe ich gedacht, ich zeige dir das mal hier. Du siehst die Poren, alles hat hier schon mal wunderbar geklappt. Und zu den Tiefkühlbrötchen gab es dann auch noch das perfekte Frühstücksei dazu. Und wie das super klappt in der Heißluftfritteuse, das zeige ich dir jetzt hier in dem Video. Die Brötchen sind Tiefkühlbrötchen, die aus dem Gefrierschrank kamen. Und die 2 Eier, die lege ich jetzt gerade in den Korb so dazu. Und so kommt das jetzt rüber in meine Heißluftfritteuse. In diesem Fall nehme ich jetzt wieder mal die Cosori. Ja, bei der Cosori schalte ich entsprechend hier in mein Programm ein Airfryer und von der Temperatur auf 180 Grad und die Zeit stelle ich ein auf 8 Minuten und dann Start. So, die Eier jetzt aus dem Wasser rausholen und jetzt entsprechend jetzt hier pellen und du siehst, das lässt sich eigentlich jetzt wunderbar jetzt hier pellen. Gut, es kommt auf die Frische der Eier drauf an. Ganz, ganz frische Eier lassen sich wirklich schlechter pellen, aber ansonsten geht das hier auch ganz gut aus der Heißluftfritteuse, die so zu pellen. Ja, jetzt habe ich als erstes hier das Ei, wo ich jetzt hier mal aufschneide, dass du es auch mal so sehen kannst, wie das entsprechend von innen jetzt aussieht. Und du siehst, das ist richtig wunderbar geworden. Es ist innen drinnen noch schön flüssig, das Eigelb. Und das Eiweiß ist aber auch fest genug und nicht zu wabbelig. Ja, ein bisschen Schnittlauch hatte ich mir noch klein geschnitten, der kommt jetzt da oben drüber. So, das zweite Ei habe ich jetzt in einem Eierbecher und das wollte ich ja köppen. Und das schauen wir uns ja auch mal an jetzt hier. Also siehst du doch jetzt vom Eiweiß, das passt alles, ist genau richtig. So, und dann gucken wir uns das mal näher an. Und mit dem Löffel reingehen. Dann siehst du, richtig klasse. So wie man das haben möchte. Schön flüssig noch, aber das Eiweiß auch nicht mehr zu wabbelig. Ja, so habe ich jetzt die 2 Eier fertig
Da auch noch ein bisschen Schnittlauch oben drüber. Und dann schauen wir uns als nächstes mal die Brötchen näher an, wie die geworden sind. So, dann werde ich jetzt mal die Brötchen aufschneiden. Und du siehst vom Anschnitt her, also siehst, das sieht jetzt hier auch schon wunderbar aus. Dann gleich bin ich mal etwas leise, damit du hören kannst, wie die knuspern. Also richtig lecker, du siehst doch jetzt hier von der Struktur, das ist also richtig ein tolles Brötchen geworden. Das heißt eins, ich habe ja 2 Stück gemacht. Wir sind ja zu zweit und wollen zu zweit frühstücken. Also so einfach kannst du in der Heißluftfritteuse jetzt Brötchen mit Eier für 2 Personen zubereiten. Ja, und ich habe jetzt hier die entsprechenden die Brötchen noch belegt. Ich hatte etwas Streichkäse, ein paar Tomaten noch dazu. Aber das kannst du jetzt ganz nach deinen Wünschen machen. Grundprinzip steht, du hast 2 Eier fertig und hast 2 Brötchen frisch gebacken. Und das jeden Tag ganz einfach.